Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 8. und auch letzte Episode unseres Abenteuers Athen im Wandel der Zeit. Ja, auch hier nochmal schauen, was von uns erwartet wird. Die Zeit ist reif, aus Athen die größte Stadt zu machen, die Griechenland, die ganze Welt je gesehen hat. Athen wird ein Zentrum der Kultur und Bildung sein. Die größten Helden werden die Stadt ihr Zuhause nennen. Nur ein paar ungeheure Hindernisse stehen zwischen ihnen und diesem großartigen Schicksal. Wenn sie diese Ungeheuer besiegen, könnte das Athen neue Möglichkeiten eröffnen. Theseus' Weibergeschichten bereiten allen Probleme, die mit ihm zu tun haben. Er und sein bester Freund Pirithos haben es sich in den Kopf gesetzt, die Töchter des Zeus zu heiraten. Theseus hat sich bereits mit Helena von Sparta davon gemacht. Und jetzt haben Theseus und Pirithos vor, die Unterwelt zu überfallen und Persephone zu entführen, die Frau des Hades. Wenn Hades Persephone nicht einmal zu ihrer eigenen Mutter gehen lässt, wird er sie sicher nicht Pirithos und Theseus geben. Derweil war Herkules im Lande Elis und hat als Stallbursche von König Augeas gearbeitet. Bald wird er nach einer neuen Herausforderung suchen und Demeter könnte eine für ihn haben. Sie ist eifersüchtig auf Artemis Tiergarten und sucht nach eigenen Tieren nur für sich. In der 8. und letzten Episode unseres Abenteuers Athen im Wandel der Zeit mit dem Titel Heldenalltag ist Frieden eingekehrt in Griechenland und das goldene Zeitalter für Athen beginnt. Nichtsdestotrotz bleiben die Probleme der Frauengeschichten von Theseus und den damit verbundenen Ärger mit verschiedenen Göttern, wie zum Beispiel Hades. Ja, und Herkules sucht nach neuen Herausforderungen und Demeter könnte eine Herausforderung für Herkules stellen. Und daher wird ein Ziel sein, ein Quest der Demeter zu erfüllen. Wir müssen aber auch 3 Heiligtümer in unserer Stadt aufweisen und eine Bevölkerung von 5000 Einwohnern. 200 Personen müssen in einem Wohnhaus der Kategorie Anwesen oder besser leben und 2400 Personen in einer Wohnung der Kategorie Wohnhaus oder besser. Ja, und zu guter Letzt müssen wir noch einen Jahresgewinn von mindestens 2500 Drachmen aufweisen. Also nochmal jede Menge, was wir erfüllen müssen. Ja, und ich denke mir mal, wir werden bei der Erfüllung dieser Ziele ein paar Unannehmlichkeiten in Form von feindseligen Göttern und deren Kreaturen haben. Ja, genug der Rede, kehren wir zurück nach Athen. Ja, auch hier obligatorisch in den Pausenmodus, auch in der letzten Episode, müssen wir uns nochmal einen kurzen Überblick verschaffen. Wir gehen nochmal auf die Weltkarte, schauen nochmal ganz kurz nach unseren Vasallen und Verbündeten. Knossos ist verbittert, kriegt sofort ein Geschenk, Käse, großes Geschenk Käse. So, Delos ist engagiert, ja, Marathon ist auch verbittert, braucht Wolle und Olivenöl, ja, kriegt auch ein Geschenk, Olivenöl, kriegt ein großes Geschenk oder mittleres, na, kriegen wir ein mittleres. Eretria ist treu, Plataea angetan, Thermopylae engagiert, Ithome ist angetan, der Berg Peleion ist philanthropisch, oh, besser geht's ja gar nicht. Amphipolis ist treu und Odessos ist angetan. Ja, dann haben wir ja noch hier unsere 9 Vasallen, Sparta verbittert, Korinth verbittert, ja, das lassen wir jetzt erstmal so. Olympia ist engagiert. Ja, und Elis ist ein Rivale, produziert Karotten und Wein. Und hier oben haben wir noch Taras. Taras braucht Rüstungen, Olivenöl und produziert Wolle und Wein. Dieser Rivale ist noch interessant, da er Rüstung bei uns kauft. Gut, gehen wir mal zurück. Ja, jetzt wo Frieden herrscht, könnten wir eigentlich Rüstung verkaufen. Unsere gehobenen Wohnungen sind ja maximal jetzt entwickelt. Das heißt, wir werden gleich diesen Rivalen erobern. Gut. Ja, wir können den Pausenmodus, glaube ich, wieder aufheben.
Wir schauen noch mal kurz in den Bauoptionen. Da müssen wir hier bei Mythologie mal eben kurz gucken, welches Heiligtum wir noch bauen können, nämlich die Laube der Athene. 24 Marmorplatten brauchen wir. Wesen, wer mich verehrt, dessen Soldaten werden mit großer Stärke gesegnet. Ja, Athene ist auch direkt schon in der Stadt, wirbt dafür, dass wir ihr Heiligtum bauen. 24 Marmorplatten brauchen wir. Das heißt, wir müssen wieder Marmor importieren. Okay. Dann kaufen wir mal ein. Hier bei Knossos müssen wir das Holz einkaufen. Bei Odessos können wir den Marmor einkaufen. Ja, da wechseln wir jetzt von Export zu Import. Und hier können wir auch Marmor einkaufen. Gut, ja, Fisch brauchen wir jetzt, glaube ich, hier nicht bei Delos einzukaufen. Ja, und Marathon, Dank für das Olivenöl, bitteschön. Ja, und hier unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen maximal entwickelt. Na, das stimmt nicht ganz. Es fehlen tatsächlich noch hier bei einigen Wohngebäuden Pferde. Das dauert noch ein bisschen, aber das sollte jetzt bald kein Problem sein. So, da kommen auch unsere Reiter zurück. Das heißt, wir werden jetzt hier Taras entsprechend angreifen. Alle anwerben. Ich glaube, wir brauchen nicht den Berg Peleion dafür. Ich glaube, hier mit unseren Reitern schaffen wir das. Taras ist nicht so stark militärisch aufgerüstet. Okay, schicken wir los. Bitte Taras angreifen. Ja, und wieder mal bei unseren Ziegen nachschauen, ob wir da welche wieder auf die Weide setzen müssen. Oh ja, doch, da sind wieder einige als Opfertiere verschwunden. Okay, das war's. Ja, und das neue Jahr beginnt. Wir kriegen wieder unsere Tribute. Die nehmen wir natürlich alle an. Ja, wir kriegen nämlich auch von Sparta Rüstung als Tribut. Das heißt, wir haben jetzt mehr als genug Rüstungen. Ja, und Wolle haben wir eigentlich auch mehr als genug. Da brauchen wir eigentlich auch nicht mehr großartig einzukaufen. Ich glaube, wir kaufen nur noch bei Thermopylae Wolle ein. Ja, sehe ich gerade. Okay, wir können mal den Einkauf stoppen. Wir schauen mal, ob wir nur mit den Tributen auskommen. Glaube ich zwar nicht, aber kann man ja später dann wieder einschalten. Ja, und mittlerweile haben wir schon 26 Marmorplatten, ne 27, ist wohl gerade eingekauft worden. Im Warenlager, wir können schon anfangen, das Heiligtum der Athene zu bauen. Das bauen wir natürlich genau hier gegenüber vom Heiligtum des Apoll. So, nur gucken, ob wir es richtig rum machen. Schauen wir mal, ob das hier so passt. Also passend tut es auf jeden Fall. Ist es richtig rum? Jawohl. Ach, das gefällt mir sehr gut. So, die Kunsthandwerkergilden haben wir noch von den letzten Episoden hier stehen. Da brauchen wir jetzt nichts zu machen und dann kann direkt begonnen werden mit dem Bau. Ja, und Knossos dankt auch für den Käse, bitte gerne. Ja, und hier haben wir noch das Areal für die Heldenhalle des Theseus. Mal schauen, ob wir diesen Held rufen müssen in dieser Episode. So, und hier haben wir ja das Orakel des Apoll. Dann gucken wir mal, ob wir das Orakel auch befragen können. Hades greift an. Aha. Grüße, Dominus. Ich, die Priesterin des Orakels, hatte eine höchst beängstigende Vision. Hades, der Herr der Unterwelt, wird ihre Stadt innerhalb eines Jahres angreifen. Ja, das war zu befürchten, wenn unsere zwei Protagonisten hier die Ehefrau des Hades entführen wollen. Mal schauen, was uns da erwartet. Ja, und wir haben Taras erobert, das war mir klar. Mit unserem ziemlich gut aufgerüsteten Militär war das kein großer Gegner. So, dann können wir jetzt den Handelsposten von Taras bauen. Der passt nämlich noch genau hier hin. Und dann können wir jetzt Rüstungen verkaufen. Naja gut, viel können wir da jetzt nicht verkaufen, das macht aber nichts. 6 Einheiten und wir können hier auch noch Wolle und Wein einkaufen. Das ist gar nicht so schlecht. So, und dann kriegt unser verbitterter Vasall
Taras auch noch ein kleines Geschenk. Komm her, du kriegst ein mittleres Geschenk Rüstung und dann sollst du auch wieder glücklich sein. Ja, einen guten Start haben wir hier hingelegt. Bin ich ganz zufrieden und ich denke mir mal, wir müssen hier jetzt keinen Krieg mehr führen, höchstens gegen unsere feindlichen Gottheiten. Da schauen wir noch mal ganz kurz hier in die Mythologie. Lupe und dann können wir noch mal sehen, dass wir Apoll, Hermes, Athene haben und auch Demeter, die uns wohlgesonnen sind. Ja, und die feindseligen Götter sind Poseidon, Artemis, Ares und Hades. Ja, Hades wird ja uns nachher angreifen. Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Oh ja, haben wir genug Arbeitslose. Allerdings müssen wir gleich nochmal gucken. Wir brauchen ja noch Mitarbeiter für das Heiligtum der Athene. Ja, wir haben aber hier noch ein großes Potenzial an Arbeitskräften bei unseren Tririmhäfen, die ja alle bemannt sind. Da können wir nach und nach diese entsprechend ausschalten und dann können wir die frei gewordenen Mitarbeiter woanders einsetzen. Ja, und Taras ist dankbar für die Rüstung, das ist ja wohl das Mindeste. Und unsere siegreichen Krieger kehren zurück. So, hier dieses Warenlager braucht jetzt aber auch nicht 32 Rüstungen entsprechend zu fordern. Da reichen auch 16. Dann kann ein Teil hier auch entsprechend verkauft werden. So, ansonsten die Versorgung mit Gütern sieht gut aus. Ja, das läuft. Na, Olivenöl ist jetzt gerade nicht mehr so viel da. Da könnten wir, glaube ich, welches einkaufen. Kaufen wir Olivenöl ein? Nein, das können wir jetzt mal machen. Ja, und jetzt, wo wir Rüstung verkaufen, stoppen wir mal den Einkauf von den Skulpturen. Die brauchen wir ja für unser Heiligtum. Ja, und apropos Heiligtum, da wird kräftig gebaut. Ich denke mir mal, man fängt jetzt bald schon an, das Tempelgebäude zu bauen. Ja, wie gesagt, ist man jetzt mit dem Bau des Tempelgebäudes beschäftigt. Was brauchen wir überhaupt noch alles? 28 Marmorplatten, 12 Ladungen Holz und 8 Skulpturen. Naja, das sollte eigentlich kein Problem sein. Wie sieht es eigentlich aus mit der Versorgung von Marmor? Ja, da haben wir im Moment jetzt nicht so viel, 7 Platten. Und Holz haben wir 10 Einheiten. Naja, dann müssen wir noch weiter importieren. Sie haben meinen Zorn erregt, Sie bösartiger Bastard! Ja, Hades greift unsere Stadt an. Und was sagt er noch? Auf meinen Befehl wird sich jedermann, der auf den Straßen dieser Stadt unterwegs ist, in der Unterwelt wiederfinden. Außerdem wird es für ihre Münzereien und Gießereien kein wertvolles Erz mehr geben. Wow. Ein zorniger Hades und er hat sein mythologisches Gewesen, den Cerberus, auf unsere Stadt gehetzt. Oh Gott, richtig los hier. So, wo ist denn Hades? Ah, da ist der Cerberus und wir sehen, dass Apoll uns wieder hilft. Er hat uns ja schon mal in der letzten Episode gegen den Drachen geholfen und er hilft uns auch gegen den Cerberus. Das ist schon mal gut. Und wir benötigen jetzt Mitarbeiter. Das hat damit zu tun, dass hier Hades jetzt durch die Straßen geht und wir sehen, alle Bürger hier sind tot. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, und wir haben hier unseren Palast verflucht. Und Hades zerstört hier unsere Handelsposten. Naja, wer seine Ehefrau entführt, da darf man sich nicht wundern, wenn derjenige dann wütend ist. Und zack, wird wieder ein Handelsposten zerstört. Naja. Ja, und da wird unser Stadttor zerstört. Nichtsdestotrotz kriegen wir unsere Tribute. Die nehmen wir natürlich alle an. So, Wolle können wir auch alle annehmen. Wunderbar. Ja, ein unangenehmer Zeitgenosse momentan. Hier Hades. Da können wir jetzt im Moment auch nichts machen. Und müssen jetzt erstmal warten, bis sein Zaun verflogen ist und er selber auch die Stadt wieder verlassen hat. So, wir haben jede Menge Arbeitslose. Da können wir das Lohnniveau jetzt mal wieder auf normal stellen. Mein Gott, der wütet aber auch hier.
So, mit dem Cerberus haben wir aber auch eine Heldenhalle zu bauen, nämlich die Heldenhalle des Herkules. Und die brauchen wir, weil wir auch den Quest der Demeter erfüllen müssen. Da brauchen wir nämlich auch Herkules für. Wir verlassen mal hier den wütenden Hades. So, der Cerberus ist übrigens besiegt worden hier von Apoll. Grüße, edles sterbliches Wesen. Wenn Sie meinen Quest erfüllen, wartet eine Belohnung auf Sie. Ja, Demeter fordert ihren Quest, und zwar die blutroten Rinder. Grüße, sterbliches Wesen. Wenn Sie meinen Quest erfüllen, wartet eine Belohnung auf Sie. Ich, Demeter, habe höchst interessante Rinder entdeckt. Sie gehören dem dreifachen Geryon. Und ich will sie haben, bevor sie Artemis für ihren Tiergarten beansprucht. Schicken Sie einen starken Helden, wie zum Beispiel Herkules, um sie für mich zu beschaffen. Gut, also, wir brauchen Herkules. Und die Heldenhalle des Herkules benötigt Zugang zu sämtlichen kulturellen Einrichtungen der Stadt, auch zum Stadion. Und das können wir nur hier, in dem Wohngebiet der gehobenen Wohnungen, sicherstellen. Wir müssen also hier unsere Heldenhalle des Herkules aufbauen. Also hier in diesem Bereich, wo wir für Theseus als die Heldenhalle ja immer bauen, nützt das gar nichts. Hier gibt es keinen Zugang zu kulturellen Einrichtungen. Das heißt, ich werde hier dieses Denkmal abreißen und dann können wir die Heldenhalle hier hinbauen. Da passt sie nämlich. Gut, so und dann gucken wir noch mal ganz kurz, was wir alles brauchen. Wir brauchen 32 Amphoren Wein. Okay, und die Heldenhalle braucht hervorragenden Zugang zu kulturellen Einrichtungen. Da sind jetzt noch nicht alle Entertainer an der Heldenhalle entlang gegangen. Ja, wir werden jetzt Wein einkaufen. Bevor wir das machen, bauen wir mal hier unser Handelszentrum wieder auf. Ich glaube, Hades hat die Lust verloren, uns zu tyrannisieren. Okay, bauen wir erstmal hier das Stadttor wieder auf. So, und dann reißen wir mal hier die Trümmer weg. So, und dann bauen wir unsere Handelsposten wieder auf. Laurion, Thermopylae, das war glaube ich hier. Und Ithome. So, natürlich wieder einstellen. Bei Ithome kaufen wir natürlich unsere Oliven und den Käse. Bei Laurion natürlich unsere Bronze. Ja, und bei Thermopylae kaufen wir jetzt Wolle ein. Und auch nochmal Fisch. So, dann ist das wieder alles entsprechend eingestellt. Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Okay, jetzt haben wir hier jede Menge Arbeiter, die wir brauchen. Wie ich eben schon gesagt habe, hier haben wir ja jede Menge Arbeitspotenzial. Hier einmal mit der linken Maustaste anklicken, können wir hier entsprechend die Besatzung heimschicken. So. Dann brauchen wir nur noch 5 Arbeiter, das können wir jetzt erstmal so lassen. Ja, und später machen wir das hier bei den anderen Terrinen genauso. Ja, unser Palast ist immer noch verflucht. Das heißt, dass wir keine Steuer eintreiben können. Naja gut, aber wir können ja trotzdem Handel betreiben, das ist ja gar nicht so schlecht. Ja, und hier unser Heiligtum der Athene ist fast fertiggestellt. Wir brauchen jetzt noch eine Skulptur und etwas Marmor. Nämlich 4 Marmorplatten. Oh, und doch nochmal 4 Ladungen Holz. Okay, gut. Ja, und die Nemischen Spiele beginnen. Das habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Hier unsere panhellenischen Spiele. Ja, und da kommt auch die letzte Statue für unser Heiligtum. Dann können wir jetzt hier wieder bei Plataea auch die Skulpturen verkaufen.
So, Olivenöl brauchen wir jetzt nicht mehr einzukaufen. Da haben wir jetzt mehr als genug schon wieder im Warenlager. Aber Wolle müssen wir einkaufen. Wir kaufen auch mal bei Korinth nochmal etwas Wolle ein. Ja, ein bisschen sollten wir dann noch entsprechend einkaufen. So. Ja, und hier bei unserer Heldenhalle des Herkules haben wir jetzt alles außer den Wein. Den wollte ich ja eigentlich einkaufen. Ja, und wir sehen, dass wir auch eins der Panhellenischen Spiele gewonnen haben. Habe ich gar nicht so mitbekommen. Ja, dann kaufen wir hier bei Eritrea noch etwas Wein ein. Ja, ich weiß, wir stoppen den Export. Wir machen jetzt nur noch Import. Dafür müssen wir aber, glaube ich, hier die Lagerkapazität erhöhen. Sonst kriegen wir nicht die Menge an Wein. Was brauchen wir denn nochmal? Ja, 32 Amphoren Wein. Ein Warenlager voll. Hier werden 8 angenommen. Naja gut, das sollte eigentlich reichen. So, da sehe ich gerade, die letzte Marmorladung wird zum Heiligtum gebracht. Das ist sehr gut. Ist auch jetzt in Betrieb. Natürlich fehlen uns jetzt gleich Mitarbeiter, genau. So, dann werden wir jetzt Folgendes machen. Wir können Marmor wieder verkaufen. Da kommt wieder die Meldung, ja, Import wird gestoppt. Jetzt können wir wieder Marmor verkaufen. Holz brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und wieder eine Trireme hier entsprechend die Mitarbeiter nach Hause schicken. Und dann ist der Arbeitsmarkt schon wieder in Ordnung. Ja, sehr gut. Der Fluch ist übrigens weg. Wir können jetzt auch wieder Steuer eintreiben. Ja, und wir haben ja Oliven am Heiligtum der Athene. Wir können jetzt hier das Landarbeiterlager bauen. Das machen wir. Und zwar 2 Stück. Und gleichzeitig verkauft Itomé mehr Oliven. Ja, sehr schön. So, dann baue ich hier ein Landarbeiterlager hin. Und ich möchte gerne hier noch eins hinbauen. 2 Stück müsste reichen. Ja, und dann verschönern wir jetzt noch ein bisschen hier unsere Stadt. Wir können jetzt erstmal die Kunsthandwerkergilden abreißen. Und dann denke ich mir mal, können wir doch hier noch Parkanlagen bauen. So. Und das können wir doch hier genauso machen. Ja, dann drehe ich mal eben hier. So, jawohl. Sehr schön. Ja, das können wir doch hier doppelt machen, oder? Das ist doch nett. Das gefällt mir. Ja, mit den zusätzlichen Oliven, die wir jetzt hier durch das Heiligtum der Athene noch gewinnen können, werden wir erstmal hier bei dem Lagerhaus nochmal Oliven freigeben, aber nicht viel, 12 ungefähr. Und dann bauen wir nochmal 2 Olivenpressen, die passen hier noch hin. Dann ist auch hier unser großes Handelszentrum jetzt voll. Ja, und der Minotaurus ist in der Stadt. Da ist er. Aber auch hier ist Apoll wieder zur Stelle und hilft uns. Und der Berg Peleion schenkt uns Skulpturen. Oh, die nehmen wir natürlich gerne an, können wir gut verkaufen. Allerdings können wir auch natürlich hier die Heldenhalle des Theseus bauen. Und obwohl uns Apoll hier hilft, oh, der Minotaurus ist schon Geschichte, bauen wir die Heldenhalle des Theseus. Ich möchte gerne in der letzten Episode alle Helden hier in Athen versammelt haben. So, und er braucht 32 Marmorplatten. Okay, kaufen wir ein. Alles andere haben wir ja schon. So, schnell hier den Verkauf stoppen. Ja, wir kaufen hier nochmal schnell Marmor ein. So, ja. Ach nee, das ist Export. Nein, das ist nicht richtig. Wo konnte ich denn noch Marmor einkaufen? Ach ja, bei Amphipolis habe ich schon eingestellt. Okay. Hier, bei Odessos kann ich auch noch nicht einkaufen. Habe ich ganz vergessen. So.
Ja, dann gucken wir noch mal ganz kurz auf die Ziele. Das sieht nämlich alles gut aus. Wir haben unsere Heiligtümer, die Bevölkerung von 5000 haben wir erreicht. Ja, und die geforderten Personen in den Kategorien Anwesen und auch Stadthaus haben wir geschafft und auch der Jahresgewinn ist erreicht. Wir müssen jetzt nur noch den Quest der Demeter erfüllen. Ja, aber ich möchte noch gerne meine Helden hier rufen, deswegen warten wir noch ein bisschen damit. Außerdem muss ich meine Stadt noch verschönern. Da könnten wir mal mit anfangen. Ja, wir können Herkules auch schon rufen. Klicken wir hier an und dann rufen wir Herkules und dann brauchen wir aber auch jetzt keinen Wein mehr einzukaufen. Obwohl, doch, wir kaufen noch mal ein bisschen Wein ein. Haben nämlich jetzt überhaupt keinen Wein mehr im Warenlager, aber da kommt jetzt welcher. Okay. Ja, das sollte eigentlich reichen. Gut, dann können wir den Weinimport stoppen. Ja, und Wolle haben wir jetzt auch wieder genug. Dann können wir hier den Einkauf stoppen. Ich bin Herkules und freue mich auf eine Herausforderung. Was soll ich tun? Ja, und Herkules ist in der Stadt und Laurion schätzt uns mehr. In der Zwischenzeit hatten wir eine Forderung von Laurion, die Hermes erfüllt hat. Ja, alles gut. So, wir werden jetzt Herkules noch nicht auf den Quest schicken. Wie gesagt, ich möchte Theseus noch rufen. Ja, und mittlerweile haben wir auch die 32 Marmorplatten. Das heißt, wir können Theseus noch nicht rufen, weil wir brauchen auch noch Wein. Und zwar 16 Amphoren. Okay. Das sollten wir aber gleich produziert haben. Können wir noch ein bisschen warten. In der Zwischenzeit, wie ich ja gesagt habe, möchte ich meine Stadt verschönern. Wir können ionische Säulen bauen. Und zwar hier. Ja, das gefällt mir. Und dann können wir doch hier auch noch was machen. Heckenlabyrinthe an den Pferdehöfen. Das hat noch keiner. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Ja, Denkmäler müssen wir auch noch alle bauen. Hier, da haben wir mehr als genug. Ja, wunderbar. Das gefällt mir. So, und dann bauen wir doch hier auch noch mal ein paar Denkmäler. Hier wollte ich eigentlich Denkmäler bauen. Oh, das können wir aber so machen. Ja, und Apoll segnet wieder unsere Gymnasien und Podien. Ah, sehr schön. So, dann bauen wir hier auch nochmal Denkmäler auf. Mittlerweile haben wir alle Güter, um Theseus zu rufen. Und wir rufen Theseus. Sehr gut. Dann können wir jetzt den Marmor allerdings auch wieder verkaufen. Ja, hier bei Olympia. Ja, verkaufen wir jetzt wieder. So, und hier bei Delos können wir jetzt auch Marmor verkaufen. Sehr gut. Ja, und ihr seht, wie viel Oliven wir jetzt mittlerweile im Warenlager haben. Ich glaube, wir können den Einkauf von Oliven vielleicht etwas reduzieren auf 6. So, und Wolle haben wir jetzt auch mehr als genug. Ah, da habe ich den Einkauf schon gestoppt. Okay. Ja, dann bauen wir noch ein paar Denkmäler. Da haben wir ja noch mehr als genug. Ich glaube, hier können wir auch noch welche bauen. Ja, und wir haben immer noch genug Denkmäler. Ich glaube, so viel Platz haben wir gar nicht hier bei unseren gehobenen Wohnungen, die alle zu bauen. Aber wir können doch hier ganz viele Denkmäler bauen zwischen diesen beiden Stadttoren. Das machen wir jetzt noch mal ein bisschen schick hier. Da. Es gibt keinen Grund mehr, sich zu fürchten. Ich bin da. Ja, und Theseus ist jetzt auch da und Marathon verkauft mehr Wein. Gut, dann können wir jetzt gleich den
Quest erfüllen. Erst mache ich aber es hier nochmal ein bisschen schön. So, das sieht doch richtig gut aus hier. Dann machen wir das hier noch so, dass es eine Einheit wird. Sie haben mich provoziert, Sie triefnasiger Trottel! Bereiten Sie sich darauf vor, mit dem Ares die Klinge zu kreuzen! Oh je, jetzt kommt Ares, der uns angreift. Wo haben wir ihn denn? Ja, und Ares hat den Drachen losgehetzt. Oh Gott, der Drache, da habe ich echt schlechte Erinnerungen von. Oh, wo ist der Drache? Da, aber auch hier haben wir Apoll, der uns hilft. Und wir haben Jahresanfang. Wir können wieder unsere Tribute einhamstern. Nicht alle, weil wir eigentlich genug Güter haben. Gut, aber wir haben noch Ares, der uns angreift, und zwar mit seinen Spartanern. Gut, der Drache ist schon Geschichte, aber wir können, glaube ich, noch eine weitere Heldenhalle bauen. Und zwar die Heldenhalle des Jason. Und die kommt hier hin. So. Ja, das gefällt mir. Ja, hier ist die Spartaner-Armee vom Ares, verfolgt von Athene. Und Athene schützt unsere Stadt natürlich. Und auch die Helden kämpfen jetzt gegen unsere Feinde. Ja, da haben die Spartaner keine Chance. Super. Das haben wir geschafft. Ja, und hier die Heldenhalle des Jason haben wir auch alle Güter zur Verfügung. Auch hier können wir jetzt nach dem Helden rufen. Dann haben wir unsere 3 Helden in unserer Stadt. Das finde ich super. Ich bin Jason von Iolchos und gekommen, um Ihnen so gut ich kann zu helfen. Ja, und der letzte Held wandert in unsere Stadt ein. Ja, und ich denke mir mal, jetzt können wir tatsächlich diese Episode abschließen. Hier, Heldenhalle des Herkules. Schicken wir jetzt Herkules auf den Quest der Demeter, die Rinde des Geryon zu besorgen. So, den richtigen Helden bitte auch anwählen und losschicken. Wunderbar. Ja, in der Zwischenzeit schauen wir uns unsere großartige Stadt Athen nochmal in Ruhe an. Ja, hier haben wir unsere beiden Wohngebiete mit dem großen Handelszentrum und der Produktion von Waffen und Oliven. Haben dann hier unser Zentrum mit dem Stadtpalast, dem Heiligtum des Apoll und der Athene sowie dem Bereich für die Heldenhalle des Theseus. Flankiert wird diese Heldenhalle von unseren Pferdehöfen, Lagerhäusern und auch Einrichtungen für unsere Kultur, die wir für die Versorgung hier unseres großen Wohngebiet für die gehobenen Wohnungen benötigen. Ja, und hier haben wir auch die Heldenhalle des Herkules und des Jason. Ja, Käse ist das Einzige, was wir hier entsprechend als Nahrungsmittel produzieren konnten. Hier auf diesem Berg haben wir das 3. Heiligtum, nämlich das Heiligtum des Hermes. Ja, hier an dem Gewässer haben wir unsere 6 Tririmenhäfen gebaut und hier haben wir auch die Piere unserer Handelspartner. Ja, mit dem Blick auf unsere großartige Stadt Athen werden wir jetzt diese Episode beenden, indem wir den Quest der Demeter erfüllen. Alle anderen Ziele haben wir erreicht. Athen, die goldene Stadt, ist ein wahres Juwel Griechenlands. Menschen aus der ganzen Welt strömen herbei, um ihre Schönheit zu bewundern und an den mannigfaltigen kulturellen Angeboten teilzuhaben. Ja, mit der Erfüllung des Quests der Demeter haben wir die letzte Episode unseres Abenteuers Athen im Wandel der Zeit erfolgreich abgeschlossen und wir schauen mal, was man uns noch zu sagen hat. Es ist ihnen gelungen, in dieser rauen und unfruchtbaren Gegend eine Stadt zu bauen, die alle Annehmlichkeiten eines reichen und fruchtbaren Landes bietet. Sie haben Athen durch Zeiten großer Unruhe geführt, aus denen es makellos und stark hervorgegangen ist.
Die edelsten Helden Griechenlands sind regelmäßig auf den Straßen der Stadt anzutreffen. Ungeheuer und andere unangenehme Zeitgenossen meiden die bemerkenswerteste Stadt der Welt. Ein sehr anspruchsvolles Abenteuer, was wir hier erfolgreich abgeschlossen haben. Das nächste Abenteuer, was wir bestreiten, handelt vom Helden Jason. Da freue ich mich sehr drauf und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich sage Tschüss, euer Dominus.